Hallo zu Ask an Artwork. Heute geht es um Ernst Ludwig Kirchners Gemälde Varieté, das er wahrscheinlich im Jahr 1909 in Dresden gemalt hat. Ihr könnt es wie immer in der digitalen Sammlung finden und ihr konntet uns dazu Fragen stellen, die schauen wir uns jetzt an. Ja, wo tanzen die beiden Dargestellten? Unscharf erkennt man einen Tisch, alkoholische Getränke, zwei Stühle, dahinter ein schwerer roter Vorhang. Der Titel verrät uns, gemeint ist ein Varieté, also eines dieser Lokale, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Großstädten sehr populär waren. Man muss sie sich irgendwo zwischen etabliertem Theater und Zirkus vorstellen, mit Verbindungen zur damaligen Halbwelt der Prostitution und des Gauklerdaseins. In den Varietés fanden allabendlich Vorführungen statt, mit Einlagen von Tänzern, Musikern und Komikern. Die meisten der Varieté-Künstlerinnen und Künstler lebten in prekären Verhältnissen. Es gab aber auch richtige Stars und Werbeikonen. Die pendelten damals im deutschsprachigen Raum zwischen Berlin, Wien und Budapest durch die großen Etablissements und machten dabei auch Halt in Dresden. Dort hat Kirchner als junger Mann vielleicht die damals berühmte Nackttänzerin Olga Desmond gesehen oder die bis heute legendäre Isadora Duncan. Letztere steht als Mitbegründerin des modernen Tanzes für die richtig experimentelle, die avantgardistische Seite des Varietés. Und die hat den selbsternannten Künstler Kirchner sicherlich genauso fasziniert wie das Abenteuerliche und Zwielichtige der kleineren Bühnen. Ja, dieses Dekolleté, der Busen fällt förmlich aus dem Kleid und auch aus dem Bild. Der Tänzer wirbelt die Partnerin so sehr um die eigene Achse, dass auch der Rock sich hebt und den Blick auf die zeittypische Rüschenunterwäsche freigibt. Schielt der Tänzer in ihren Ausschnitt oder schildert Kirchner nicht doch eine gewisse Innigkeit des Paares, versunken ins gemeinsame Tanzen mit geschlossenen Augen? Der entblößte weibliche Körper mit dem zurückgeworfenen Kopf, der ist jedenfalls als Schauobjekt für den männlichen Maler und auch Bildbetrachter in Szene gesetzt. Als Frau aus heutiger Perspektive darf ich die für mich beinahe unbeholfene Erotik des Ganzen schon ein wenig belächeln. Für Kirchner war die Beschäftigung mit körperlicher Bewegung aber eine ernste und zutiefst leidenschaftliche Angelegenheit. Tanz, das war für ihn nicht nur irgendein gesellschaftlicher Zeitvertreib. Wie manche andere damals sah er im Tanz und auch der Sexualität einen Moment der Befreiung. Raus aus den Zwangsjacken einer als entfremdet und verkrustet wahrgenommenen Gesellschaft. Inspiriert von einer intensiven, aber vielleicht auch etwas einseitigen Lektüre der Schriften Friedrich Nietzsches, war Kirchner überzeugt, der Rauschzustand des Tanzes, die Fähigkeit zur Ekstase, könne den modernen Menschen zu einer ursprünglichen Einheit mit der Natur zurückführen. Ist das ein Feuerwerk da im Hintergrund oder vielleicht doch eine dekorative Pflanze auf dem Tisch des Varieté-Lokals? Es kommt nicht von ungefähr, dass es darauf keine klare Antwort gibt. Kirchner, der war ja bekanntlich 1905 in Dresden eines der Gründungsmitglieder der Künstlergruppe Brücke, die bis heute als wichtiger Vertreter des Expressionismus und Mitbegründer der modernen Malerei in Deutschland gilt. Die jungen Künstler der Brücke, die wollten ja gerade weg von einer rein abbildhaften, illusionistischen Kunst. Der unmittelbare Ausdruck, der Gefühlswert der Farbe sollte ihre Bilder ausmachen, nicht die detailgenaue Wiedergabe der sichtbaren Welt. Arm- und Lebensfreiheit heißt es im avantgardistischen Manifest der Brücke. Unverfälscht und echt sollte die Kunst sein, auf keinen Fall so regelhaft und festgefahren, wie es die Akademien vorschrieben. Starke, kontrastreiche Farben machen auch Kirchners Varieté zu einem intuitiven Gefühlserlebnis. In Rot- und Orangetönen scheint dieser Boden zu lodern. Und diese Pflanze, die besteht ja tatsächlich bloß aus ein paar schwungvoll und schnell gemalten roten und gelben Pinselstrichen. Sie ist weniger Pflanzenmotiv als ein malerisches Ausdrucksfeuerwerk, was vielleicht die ekstatische Stimmung des Tanzes unterstreichen soll. Das Bild zeigt das, wonach sich viele gerade sehnen, worauf verzichtet werden muss. Mit anderen tanzen, den Rausch des Nachtlebens genießen, gemeinsam Feste feiern. Die damaligen Varietés waren ja tatsächlich Orte, an denen man den Sorgen des Alltags entfliehen konnte, wo nicht geordnete Realität, sondern Lust und Fantasie ihren Raum hatten.
Kirchner war wohl ein Künstler, der den rauschhaften Ausnahmezustand des Feierns, die Abgrenzung von allem Alltäglichen und Normalen zum totalen Ideal und Lebensprinzip erheben wollte. So mutig und radikal war Kirchner. Aber ich hoffe auch, dass der zähe, andauernde Ausnahmezustand der Corona-Krise ein Ende haben wird. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es gern. Wer noch mehr Lust auf Kunst hat, der kann sich in der Wartezeit bis zum nächsten Ask an Artwork in der digitalen Sammlung umsehen. Ich sage bis dann.